Die Jury Spiel des Jahres hat die Longlist für das Spiel des Jahres, das Kinderspiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres sowie die nominierten Spiele für das Jahr 2025 festgelegt. Harald Schrapers, Vorsitzender des Vereins Spiel des Jahres, und Christoph Schlewinski, stellvertretender Vorsitzender und Koordinator der Kinderspieljury, präsentieren euch nun zusammen diese Liste im Place, dem Brettspielcafé in Frankfurt am Main. Hallo! Ja, herzlich willkommen bei dieser Präsentation. Wir wollen auch direkt loslegen. Wir wollen hier keine Downtime aufkommen lassen, weil Spielerinnen und Spieler mögen das nicht, wenn sie so lange warten müssen. Wir beginnen direkt mit der Präsentation der Longlist und wir beginnen wie immer beim Kinderspiel, bei den einfachsten Spielen, um dann mit Schwierigkeitsgrad, Komplexität, Einstiegshürde dann nach oben hin aufzusteigen. Und weil wir mit den Kindern anfangen, ist der Christoph als Erster dran. So sieht's aus. Auf der Longlist zum Kinderspiel des Jahres 2025 Sylaba von Urtis Sulinskas und Haris Zagas für 2 bis 4 Kinder ab 4 Jahren. Captain Cook von Gerard Rivas für 1 bis 6 Kinder ab 5 Jahren. Die Mäusebande von Christophe Lauras für 2 bis 5 Kinder ab 4 oder ab 6 Jahren. Hilo, Dein Königreich von Emilie Soleil und Jérôme Soleil für 2 bis 4 Kinder ab 6 Jahren. Cascadia Junior von Fertessa Alicey und Randy Flynn für 2 bis 4 Kinder ab 6 Jahren. Und Top die Tochter von Wolfgang Warsch für 2 bis 4 Kinder ab 6 Jahren. Ja, herzlichen Dank. Was ist denn so das Besondere an dem Spiel? Mir ist aufgefallen, dass Cascadia Junior, Cascadia war ja schon mal Spiel des Jahres, ist eine Junior-Variante. Hilo gab es auch schon mal vorher. Ist es leichter, aus bestehenden Ideen ein Kinderspiel zu machen, als sich was völlig Neues auszudenken? Das würde ich nicht sagen. Wir hatten im Laufe der letzten Jahre immer wieder Spiele, die eine Junior-Version bekamen. Bei manchen Spielen haben sie einfach gedacht, wir machen da mal 2 Regeln weg und dann reicht das schon für die Kinder und Familien. War aber nicht. Im Gegenteil finde ich, es ist genauso anspruchsvoll, also sich ganz originäre Regeln auszudenken, wie ein Spiel, das es schon gibt, in alle Einzelteile zu zerlegen und sich dann zu überlegen, was funktioniert eigentlich für Kinder daran. Deswegen ziehe ich vor beiden Leistungen den Hut, weil beides würde ich mir im Leben nicht zutrauen. So, aber du hast ja gerade die Downtime gesagt, deswegen würde ich sagen, wir machen mal flugs weiter. Wir werden alle nicht jünger, also machen wir in der aufsteigenden Reihenfolge weiter. Auf der Longlist für das Spiel des Jahres 2025 Foxy von David Svada für 1 bis 5 Personen ab 7 Jahren. Flip 7 von Erik Olsen, 3 bis 18 Leute ab 8 Jahren. Agent Avenue von Christian Kudal und Laura Kudal für 2 bis 4 Personen ab 8 Jahren. Sherlocks Spürnasen von David Neal und Clémentine Beauvais für 1 bis 4 Personen ab 8 Jahren. Krakel-Orakel von den 7 Bazis für 2 bis 8 Personen ab 8 Jahren. Bombbusters von Hisashi Hayashi für 2 bis 5 Personen ab 10 Jahren. Castle Combo von Gregory Gras und Mathieu Roussel für 2 bis 5 Spielerinnen und Spieler ab 10 Jahren. Cities von Phil Walker Harding und Steve Finn für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahren. Perfect Words von Paul-Henri Aguillot für 2 bis 6 Personen ab 12 Jahren. Was mir ja aufgefallen ist, Harald, ihr habt von Foxy 7 Jahre bis Perfect Words 12 Jahre auch eine ganz wahnsinnige Spannbreite an verschiedenen Altersangaben. Sagt da mal was zu. Mich würde das interessieren. Ja, ist ja so, das Spiel des Jahres ist ja ein Spiel für alle. Manche denken immer, es sei ein Familienspielpreis.
ist es nicht, weil das ist ein verengtes Bild der Gesellschaft. Wir wollen, dass einfach alle miteinander spielen. Da achten wir schon auch darauf, deswegen auch Foxy, dass auch Kinder mitspielen können. Kinder ab 7 Jahren, ab 8 Jahren, ab 9 Jahren, mit ihren Eltern, mit ihren Großeltern oder auch im Kinderkreis natürlich. Das muss eine Rolle spielen. Aber wir wollen eben auch, dass Menschen in der Kneipe mit ihren Freundinnen, mit ihren Freunden, ihren Bekannten spielen können, mit Kolleginnen und Kollegen. Und da ist so ein Spiel wie Perfect Words an der Spitze, wo man irgendwie kreativ mit Wörtern umgehen können, dann einfach das andere Ende des Spektrums. Allerdings. Wir haben aber immer noch die Downtime im Nacken, ne, Harald? Deswegen würde ich sagen, ich will dich nicht hetzen, aber trotzdem mach mal voran. Auf der Longlist für das Kennerspiel des Jahres 2025 ist Far Away von Johannes Goupy und Corentin Lebras für 2 bis 6 Personen ab 10 Jahren. The Gang von John Cooper und Corey Heath für 3 bis 6 Personen ab 10 Jahren. Kauri von Schalek für 2 bis 4 Spielerinnen und Spieler ab 10 Jahren. Neuland von Charles Chevalier und Laurent Escoffier für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahren. Zenith von Gregory Gras und Mathieu Roussel für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahren. Medical Mysteries New York von Nicholas Cravotta und Rebecca Blue für 1 bis 4 Personen ab 16 Jahren. Endeavour die Tiefsee von Karl de Visser und Jared Gray für 1 bis 4 Spielerinnen und Spieler ab 12 Jahren. Jetzt sag mir noch mal eine Frage, muss ich noch mal stellen, Harald. Neben dem, was jetzt da auf der Longlist ist, habe ich ja mitbekommen, auch live und in Farbe, dass der Anspruch der Spiele, die in den Expertenbereich gehen, dieses Jahr ja schon sehr gestiegen war. Ja, mit Endeavour ist jetzt was drauf, was schon auch richtig Wumms hat. Aber das, was nicht draufgekommen ist, gab es ja auch noch eine ganze Reihe. Warum gibt es eigentlich keinen Expertenspielpreis? Sag mir das mal. Tja, das ist eine gute Frage. Darüber diskutieren viele Leute. Man denkt auch darüber nach. Und wir haben ja wirklich in diesem Jahr, eigentlich auch schon in den Vorjahren, aber in diesem Jahr auch nochmal ganz besonders, und es wird immer mehr, wirklich ausgezeichnete Spiele, die für Expertinnen und Experten, für Leute, die sich wirklich ganz tief reinknien wollen, Top-Empfehlungen sind. Allerdings, so ist das bei Expertinnen und Experten, die finden die oft auch selbst. Und wir machen den Preis ja auch nicht für uns. Wir machen den nicht für irgendeine Blase, für eine Szene, für Nerds. Wir wollen ja das breite Publikum erreichen, in die Gesellschaft reinstrahlen. Wir wollen, dass die Leute selbst mitmachen können. Ich glaube, der Beratungsbedarf ist dann eher bei den Spielen, die wo man leichter reinkommen kann. Und mit Kenner haben wir ja schon eine Stufe oben drauf gelegt. Das ist ja auch völlig richtig. Und da haben wir auch großen Erfolg. Und ich glaube, die Menschen brauchen diese Hinweise genau in dem Bereich. Und wir haben ja auch viel zu tun. Und deswegen ist das schon auch das, was wir eben geleistet haben in diesem Jahr. Tolle Auswahl, finde ich. Allerdings. Und wer sich schon immer mal gefragt hat, wie arbeitet die Jury eigentlich, da haben wir jetzt von Stefan Zerlik einen sehr schönen kleinen Film zu. Viel Spaß! Seit 1979 verleiht der Verein Spiel des Jahres die Auszeichnung Spiel des Jahres. Seit dem Start vor über 40 Jahren ist viel geschehen. Neben der Jury für das Spiel des Jahres, die sich seit 2011 auch um das Kennerspiel kümmert, gibt es seit 2001 eine eigene Jury für das Kinderspiel des Jahres. Nun gibt es auch wieder 2 Jurymitglieder, die beiden Jurys angehören: Johanna Franz und Christoph Schlewinski. Der größte limitierende Faktor ist natürlich die Zeit. Am liebsten hätte ich einfach 300 Stunden mehr in meinem Jahr, um mich da wirklich in alles so tief reinzudenken. Gleichzeitig gibt es aber auch einfach einen sehr großen, spannenden Blick auf die Spiele, die im deutschsprachigen Raum rauskommen. Der Kinderspiel des Jahres Jury gehören nicht nur 3 Vereinsmitglieder an, die journalistisch tätig sind und Spielekritiken veröffentlichen, sondern auch Beirätinnen und Beiräte. Sie sind als pädagogische Fachkräfte in Grundschulen, Kitas oder Ludotheken tätig und sehen das Spielen als wichtigen Teil ihrer Arbeit mit Kindern.
Durch die Ausrichtung für Spielen für Toleranz bei uns in der Einrichtung bin ich bei der Internetseite vom Spiel des Jahres e.V. auf den Ausschreibungen für den Beirat für dieses Jahr gestoßen und dachte, das wäre eine gute Idee, mit den Kindern mal gemeinsam diesen Spielejahrgang zu testen und in der pädagogischen Arbeit zu integrieren. Und ja, seitdem spielen wir täglich bei uns auf der Arbeit mit den Kindern die Spiele, die uns zugeschickt werden. Die Mitglieder der Jurys spielen das ganze Jahr über. In ganz verschiedenen Gruppen, aber manchmal auch miteinander. Dabei kommt immer wieder die Frage nach dem eigenen Geschmack auf. Da wir ja versuchen, ein Spiel für alle zu finden und nicht das Spiel, was mir als Kritikerin am besten gefällt, spiele ich natürlich in ganz, ganz vielen Gruppen und mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Und damit kriegt man das natürlich auch raus. Und das macht natürlich auch Spaß zu gucken, was gefällt eigentlich allen und nicht nur mir. Spiele spielen, Spiele analysieren und Spiele kritisch besprechen, auch in Bezug auf die Zielgruppe. Diese Aufgabe als Mitglied der Jury Spiel des Jahres macht Spaß, kann aber auch gleichermaßen anstrengend sein. Es gibt sehr, sehr viele Spiele. Wir reden hier zwischen 300 und 400 Neuerscheinungen im Jahr. Und denen gerecht zu werden, also indem man das aufteilt, indem man guckt, indem man prüft, indem man durchsortiert und immer wieder testet. Es ist schon eine Herausforderung dafür, richtig viel Zeit zu finden, um allem gerecht zu werden und auch möglichst und natürlich immer wieder neue ahnungslose Opfer zu finden, die keine Ahnung von Brettspielen haben, weil wir ja keinen Nerdpreis vergeben, sondern einen Preis, der sehr, sehr niedrigschwellig ist und mit dem jeder und jede zu Hause zurechtkommen soll. Nach ungezählten Spielerunden, die sich über Monate hingezogen haben und stundenlangen Diskussionen, haben die Jurymitglieder über die diesjährigen Auswahllisten abgestimmt. Die für die Longlist ausgewählten Spiele kennt ihr bereits. Welche dieser Spiele den Sprung in die Shortlist schafften, verraten wir euch gleich. Zuvor werden Harald Schrapers und Christoph Schlewinski noch ein paar Fakten und Trends des Spielejahrgangs 2025 reflektieren. Ja, also Jo France, unser österreichisches Jurymitglied, hat ja erzählt, sie ist jetzt in beiden Jurys, du ja auch. Wie hast du das denn empfunden? Also ich sag mal, ich muss der Joe recht geben, ist mit der Zeit natürlich schon, wobei Kinderspiele, Kenner und Spiel des Jahres sich ja nicht überschneiden. Ich wecke ja um 20 Uhr abends keine Kinder mehr auf und die mit denen was zu testen, das mache ich ja schön alles vormittags. Was ich aber sagen muss, ist, dass die Art, wie man Kinderspiele testet und Spiel- und Kennerspiele, komplett anders ist. Bei Kinderspielen nehme ich mich raus. Da bin ich der Beobachter, weil da kann ich ja auch meinen eigenen Geschmack, das hat ja Martina Fuchs auch so schön angesprochen, der ist ja völlig irrelevant. Wenn ich bei Kinderspielen bin, bin ich auch kein Kind mehr. Ne, das ist ja, ob ich das jetzt mag oder nicht mag, muss ja irrelevant sein. Jetzt habe ich das aber schon so lange intus, dass ich, wenn ich zum Spiel- und Kennerspielbereich gehe, aber da spiele ich ja plötzlich mit. Da bin ich ja auch am Tisch involviert. Und da muss ich dann immer gucken, ja, wie weit lasse ich das jetzt zu? Den persönlichen Geschmack oder auch nicht, die Distanz, die ich beim Kinderspiel habe. Und da den Mittelweg zu finden, war für mich dieses Jahr mal eine richtig interessante Herausforderung. Und ich glaube, das habe ich auch ganz gut hingekriegt. Es waren jetzt auch schon sehr viele Spiele, die wir hatten. Als Marin Hoffmann sagte, das sind, wie viele, habe ich mir gedacht, ist das so? Das war erst, als wäre ich vor ein paar Tagen erst aus so einem Fiebertraum erwacht, in dem permanent irgendwelche Postpaketdienstlieferboten bei mir geklingelt haben. Waren das wirklich so viele Spiele? Ja, es sind wirklich sehr viele Spiele gewesen. 385 Spiele hat die Jury für das Spiel des Jahres und für das Kennerspiel des Jahres in den Blick genommen für dieses Jahr. Das sind so gut wie alle deutschsprachigen Neuerscheinungen, die auch dann im Einzelhandel erhältlich sind. Der Anteil der Autorinnenspiele ist leider noch mal gesunken. Es sind gerade mal 2% aller Spiele von weiblichen Entwicklerinnen. 96% der Spiele sind Neuheiten von Autoren. Die restlichen, das sind dann Spiele, wo ein Team oder 2 Leute daran beteiligt waren, wo es dann ein bisschen gemischt war.
Die quantitative Menge an Neuerscheinungen, da war es mal wieder ein absolutes Rekordjahr. Wir hatten schon im letzten Jahr 20% mehr Neuerscheinungen für die Jury Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Und in diesem Jahr gab es nochmal 10% mehr Neuheiten dabei. Ihr könnt das in der Grafik sehen, wie die Zahlen so aufsteigen. Also rot sind dann die Spiele ab 8 oder älter für die eine Jury. Blau in der Grafik, das sind die Kinderspiele ab 6 oder jünger. Da haben wir jetzt nicht so einen Anstieg über die Jahre, sondern eher eine stagnierende Entwicklung in der quantitativen Menge, was ja erstmal auch nichts mit der Qualität zu tun hat. Und ich nenne es jetzt mal Magenta von der Farbe. Das sind die Spiele ab 7, die ihr ganz unten seht. Ab 7 heißt, da müssen wir dann immer erst entscheiden, wenn wir das Spiel gesehen haben, ist es eher was für die Kinderspieljury oder ist es eher was für die Jury Spiel und Kennerspiel. Außerdem, um die ganzen auch nochmal die Krone aufzusetzen zu diesen vielen Spielen, es gab auch nochmal fast 100 Varianten und Überarbeitungen bereits bekannter Spielideen und selbst da gucken einzelne Jurymitglieder nochmal drauf, ob es da noch etwas gibt, was sie neu entdecken. Aber bei diesen ganzen Spielen und den ganzen Zahlen, da kann man eigentlich meinen, man hat überhaupt kein Privatleben mehr, ne? Hast du ein Privatleben? Eigentlich nicht. Das ist ja gut. Ja, viel Arbeit, macht aber auch riesig Spaß. Wir machen das alle ehrenamtlich, das Ausprobieren dieser Spiele. Wir wissen nicht, wie die Entwicklung in der Zukunft ist, ob es noch mehr Spiele werden. Ich muss sagen, ich hoffe mal nicht. Es wird dann auch ein bisschen schwierig. Ich will immer nur mehr richtig gute Spiele. Darüber freue ich mich. Und manch andere kann man vielleicht auch manchmal sagen, ist nicht ganz so wichtig. Ob die Entwicklung auch in Zukunft so bleibt, wissen wir nicht, weil es gibt ja gerade, was den Weltmarkt angeht, erhebliche Erschütterungen, die aus den USA kommen. Und der Christoph, der sitzt ja schon auf gepackten Koffern. Ja. Es geht morgen in die USA, nach Texas, Dallas. Da findet die BGG-Con statt. Auch da wirst du dann schon die Spiele ausprobieren. Du wirst sie dabei haben. Und was erwartest du dir? Weil Amerika ist ja nun auch ein Thema, was bei uns in aller Munde ist. Also ich erwarte mir Eindrücke von den Spielern und Spielerinnen dort, besonders zu dem ganz, ganz großen Thema gerade Zollstreit mit China. Die amerikanischen Spielefirmen produzieren fast ausschließlich ihre Spiele in China und keiner weiß, wie die Zölle geregelt werden, wie viel, wie hoch, wie viel Prozent. Ich würde gerne von den Spielerinnen und Spielern wissen, fürchten sie, dass der amerikanische Brettspielmarkt zurückgeht, das Angebot? Ich würde mich auch mit Verlagen gerne da unterhalten, die vor Ort sind, inwiefern sie überhaupt planen können. Weil man weiß schon von einigen Verlagen in Amerika, dass sie ihre Neuerscheinungen gestoppt haben, weil sie nicht einschätzen können, wie viel Zoll zwischen China und USA jetzt erhoben wird und ob sie sich das überhaupt leisten können. Es gab sogar, glaube ich, auch schon Verlage, die aufgegeben haben und gesagt haben, da wir nicht planen können, sind wir jetzt pleite. Und ich möchte einfach dahin und mir das anhören, wie die Leute darüber denken. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, tatsächlich, sehr viele Spiele werden in China produziert, auch die für den europäischen Markt. Das ist ein bisschen bedauerlich, weil auch gerade nach der Pandemie viele Verlage eigentlich versprochen hatten, auch wieder mehr in Europa zu produzieren. Es gibt in Deutschland oder in Polen sehr gute Produktionsmöglichkeiten für Spiele, aber leider auch auf unserer Liste sind sehr viele Spiele aus China, die da hergestellt werden. Da ist es einfach viel preisgünstiger und die Transportkosten fallen scheinbar immer nicht ordentlich ins Gewicht und die ökologischen Nachteile, die bezahlen dann sowieso immer andere Menschen. Und das geht auch anders, wir wissen es sind auch einzelne Spiele woanders produziert. Selbst in Amerika kann man in einzelnen Fällen anders produzieren. Carcassonne, Spiel des Jahres 2001 von Hans im Glück, das wird tatsächlich für den amerikanischen Markt auch in Amerika produziert. Und die Miepel, diese Holzfigürchen, die werden dann aus Europa zugeliefert für diese Spiele. Also wer unbedingt möchte, kann auch mal Alternativen finden, aber natürlich nicht von heute auf morgen. Und dann ist das natürlich schon ein Einbruch in den Markt. Ob wir das bei den Zahlen für Neuerscheinungen in Deutschland auch sehen werden im nächsten Jahr oder Jahren. Ich nehme eher mal an, im nächsten Jahr wahrscheinlich noch nicht so, aber längerfristig
kann es eine Auswirkung haben und dass wir dann nicht mehr 385 plus die Kinderspiele obendrauf haben, sondern die Zahl sich etwas absinkt. Das ist dann eine schlechte Idee, eine richtig schlechte Idee, wenn dann Kreativität ausgebremst wird. Wir müssen uns immer vormachen, die Spiele sind ja nicht aus China, sondern die Ideen für diese Spiele, die sind ja nicht in den Produktionsstätten, sondern die kommen ja aus der ganzen Welt zusammen und wir profitieren ja davon so unglaublich, dass wir unglaublich viele Spiele auch für den deutschen Markt, früher war er sehr deutsch geprägt, ist heute schon längst nicht mehr so, dass wir diese ganzen Ideen aus der ganzen Welt zu uns hier reinkriegen und deswegen so viele tolle Spiele auf unseren Listen haben. Downtime. Kommen wir mal wieder zurück auf unsere ganzen Spiele hier auf der tollen Longlist. Da sind ja schon einige ganz starke Welten auch dabei. Wenn ich mir das angucke, Bombbusters zum Beispiel, dieses comichafte Explodieren oder auch Top die Torte, wo so eine ganz leckere Schichttorte auf dem Tisch entsteht, oder auch Cascadia Junior zum Beispiel, ein Spiel, was jetzt ohne Naturgeister auskommt, sondern sich wirklich nur mit Natur und den Tieren darin beschäftigt. Das geht ja auch beim Kennerspiel, ist das ja auch ganz außergewöhnlich. Ja, das ist, Trend gibt es eigentlich ja nicht, aber das ist uns sehr positiv aufgefallen, dass es diese starken Welten, also die realen Welten, wirklich auch wieder ein bisschen mehr gibt, dass man auch so Sachen nachvollziehen kann. Bemerkenswert Endeavour, die Tiefsee, das geht ja zurück auf ein Spiel, das schon vor einigen Jahren mal auf der Empfehlungsliste stand, Magister Navis. Das ist jetzt eine richtig massive Neuüberarbeitung und nicht nur eine einzige Neuauflage. Und was ursprünglich mal ein Thema zur Zeit der Kolonialisten war, daraus ist jetzt etwas gemacht worden, was thematisch einen viel mehr anspricht und auch die Sachen viel differenzierter sieht, dass man in die Tiefsee geht, dass man ökologische Herausforderungen ein Stück weit nachvollziehen kann. Das nächste Spiel, das eben noch mal viel beeindruckender ist, thematisch, ist dann nochmal Kauri, wo in einer brillanten Art und Weise auch mal eine Kolonialgeschichte, nämlich die der Insel Neuseeland, des Landes Neuseeland, nachgezeichnet wird. Und da zwar auch Naturgeister sind es nicht, sondern wir sind dann teilweise in die Rolle des Vogels Kiwi oder des Possums, eines Feldtieres. Aber was sehr wichtig ist, das ist jetzt kein Versteckspiel hinter Tiermasken, sondern wir nehmen auch mal die Perspektive von ökologischen Systemen ein, die dann eben durch eine Einwanderung aus England, durch invasive Arten total verändert wird. Und wir merken, man kann auf Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven schauen. Und wenn ein Spiel das schafft, dann haben wir wirklich eine richtig tolle Geschichte in so einem Spiel erlebt. Und das freut uns immer, wenn es eben solche Sachen gibt, neben vielen anderen Sachen. Weil das Tolle ist ja, wenn die Leute fragen, gibt es einen Trend in diesem Jahr? Bei 385 Spielen gibt es nicht den einen Trend, sondern da ist wirklich jeder Trend enthalten. Zum Beispiel ja auch bei Geschichtenspielen. Geschichten ganz toll, besonders auch, um sich vielleicht mal in eine bestimmte literarisches Genre zu begeben, um auch mal was anderes kennenzulernen, wie bei Sherlock Spürnasen zum Beispiel, wo man zwar Tiere spielt, aber in diese Sherlock-Holmes-Welt der Baker Street eintaucht, den Menschen hilft sozusagen auch, ihre Fälle zu lösen. Sherlock Holmes durchaus mal auch hilft, Fälle zu lösen. Das ist ja schön mit Kindern zu spielen, also ältere Kinder, 10, 11, ne? So, ist es. Und das ist ja toll, dass die auch mal dann die Sherlock Holmes Sachen kennenlernen und sich vielleicht nach dem Lösen dieser Fälle auch mal mit dem literarischen Vorbild Sherlock Holmes beschäftigen. Oder auch jetzt, was ich besonders beeindruckend fand, Medical Mysteries New York, wo ein Spiel zeigt, man muss nicht nur in einer Hütte eingeschlossen sein oder man muss gucken, dass man aus der Burg sich rauskommt im Exit-Bereich, sag ich mal, sondern da ist ein Spiel, das versetzt einen in eine Notaufnahme im Krankenhaus und man muss wirklich wie in einem Detektivspiel, da zeigt sich, Medizin ist auch oft Detektivarbeit. Man muss ganz genau gucken, was hat der Patient, wie finde ich das heraus, was mache ich da, und das gibt einem auch einen Einblick in den stressigen Alltag einer bestimmten Berufsgruppe, und auch das kann Brettspiel machen, einen in so eine ungewöhnliche Welt reinholen, dass man auch wirklich das Gefühl hat, man erlebt das, man ist dabei.
Und man kann danach zwar nicht sagen, ich helfe jetzt den Menschen wirklich mal im Krankenhaus aus, aber man bekommt einen Eindruck davon, was da passiert. Ein sehr ernstes Thema, aber es ist ja auch schön, dass man sowas auch mal hat, aber viele Menschen hören Medizin-Podcasts oder gucken Krankenhausserien. Das ist ja durchaus ein interessantes Thema und wir können uns auch im Spiel mal mit ernsten Sachen auseinandersetzen. Ab 16 Jahre steht auf dem Spiel drauf, das ist auch richtig. Man muss auch bereit sein, dies dann auch mal zu erleben und erleben wollen. Kommen wir nun zu den nominierten Titeln in der Kategorie Kennerspiel des Jahres. So, und dann mische ich das mal, damit das schön zufällig ist. Und du ziehst jetzt einfach mal ein. Nominiert für das Kennerspiel des Jahres 2025. Neuland von Charles Chevalier und Laurent Escoffier, erschienen bei Game Factory. Das hier. Nominiert für das Kennerspiel des Jahres 2025. Endeavour die Tiefsee von Carl de Visser und Jared Gray, erschienen bei Frosted Games und Board Game Circus. Der letzte Umschlag. Nominiert für das Kennerspiel des Jahres 2025. Far Away von Joanne Goupy und Corentin Lebras, erschienen bei Kosmos. Nominiert zum Kennerspiel des Jahres sind Endeavour die Tiefsee, Far Away, Neuland. Kommen wir nun zu den Nominierten in der Kategorie Kinderspiel des Jahres. Spannung! Nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2025. Die Mäusebande von Christophe Lauras, erschien bei Game Factory. Nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2025. Top die Tochter von Wolfgang Barsch, erschien bei Schmidt Spiele. Und als letztes nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2025 Cascadia Junior von Fertessa Alice und Randy Flynn, erschien bei Kosmos, AEG und Flatout Games. Nominiert für das Kinderspiel des Jahres sind Cascadia Junior, Die Mäusebande, Top die Torte. Kommen wir nun zu den Nominierten in der Kategorie Spiel des Jahres. Ich mische und mische und mische. Bitteschön. Nominiert für das Spiel des Jahres 2025. Bombasters von Hisashi Hayashi, erschienen bei Pegasus Spiele. Nominiert für das Spiel des Jahres 2025. Krakel-Orakel von den 7 Bazis, erschienen bei Top. Lass mich nochmal mischen. Warte. So, bitteschön. Nominiert für das Spiel des Jahres 2025. Flip 7 von Erik Olsen, erschienen bei Kosmos und bei The Op Games. Nominiert zum Spiel des Jahres sind Bombasters, Flip 7, Krakel-Orakel. Ja, herzlichen Glückwunsch an alle, die daran beteiligt waren, diese 9 herausragenden Spiele, die wir nominiert haben, zu entwickeln und in diese tolle Fassung zu bringen, dass sie uns echt richtig viel Spaß gemacht haben. Und jetzt geht es um die Frage, es sind 3 Spiele, die dann nochmal ausgewählt werden müssen. Welche Spiele gewinnen diese formschöne Trophäe, den Pöppel aus echten Buchenholz? Und das wird entschieden am Sonntag, 13. Juli, 18 Uhr. Dann melden wir uns live aus Berlin mit der großen Preisverleihung. Ihr könnt die Preisverleihung auch wieder hier auf YouTube live mitverfolgen, in deutscher Sprache oder mit Synchronübersetzung, auch in englischer Sprache. Wir freuen uns drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Der wird poliert,
Der wird poliert und ein großer Dank geht natürlich auch an das Place, dass wir hier wieder überfallartig rein durften, an Stefan Zerlik für die tollen Einspieler, an Nico Wagner für seine tolle Stimme und an Julia Zerlik, die hinter den Kulissen gerannt und geflitzt ist, als gäbe es kein Morgen mehr. Und auch ein besonders großer Dank an euch, die euch die Zeit genommen habt, uns hier zuzuhören, hier dabei zu sein, diesen spannenden Moment mitzuerleben. Danke an euch, dass ihr diese Szene unterstützt, dass ihr spielt, dass ihr mit Menschen spielt. Spielen ist einfach eins der tollsten Dinge auf der ganzen Welt. Passt auf euch auf und wir sagen bis zum Juli dann in Berlin. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss. Herzliche Glückwünsche an alle Nominierte. Die Gewinner und damit Preisträger werden auf einer gemeinsamen Preisverleihung in Berlin am 13. Juli 2025 um 18 Uhr bekannt gegeben.